2 FEC pro Jahr? Nee. Das denke ich nicht, dass sie das machen. Aber bestätigt ist jetzt mit diesem FEC, dass es egal ist, ob ein Update kommt oder nicht, oder ob es neuen Content gibt oder nicht. Sie machen einfach trotzdem FEC. Weil dieser FEC hatte eigentlich überhaupt keinen neuen Content im Vergleich zum letzten Jahr. Und trotzdem gibt es jetzt ein FEC. Das heißt, die Vermutung war ja, dass jetzt vielleicht erst Update kommt und FEC später stattfindet oder irgendwie so. Damit eben noch vorher ein Update passieren kann, dass man halt neuen Content hat für FEC. Aber anscheinend ist es ihnen lieber, wenn einfach immer FEC ungefähr zur gleichen Zeit stattfindet. Ich meine, die plus minus 3 Wochen sind es ja im Großen und Ganzen relativ egal. Also, ich meine, wäre schon nice, wenn man es früher wüsste dann, aber vom Prinzip her, ich meine, macht das jetzt keinen riesigen Unterschied. Und, ja. Das heißt, wahrscheinlich kommt dann nach dem FEC ein Update und der nächste FEC hat dann in Anführungszeichen neuen Content. Und der übernächste dann wahrscheinlich wieder den gleichen wie der nächste. Und dann erst der übernächste wäre dann wieder mit neuem Content irgendwie so. Keine Ahnung. Also anscheinend ist ihnen das wichtiger, den FEC stattfinden zu lassen, als auf Krampf ein Update rauszubringen. Ein vertikales Update heißt das anscheinend. Also quasi, wo es halt neuen Content gibt, den es vorher gar nicht gab. Anscheinend reicht ihnen auch ein horizontales Update. Und horizontal ist quasi auf der gleichen Ebene. Es wird quasi nichts wirklich hinzugefügt, Neues, komplett Neues, sondern es werden nur bestehende Systeme ausgebaut. Aber es wird jetzt kein großartiger neuer Content hinzugefügt. Und ja, gab eine Menge Theorien, aber letztendlich war es ja einfach fast wie letztes Jahr. 3 Wochen früher. Also ja, fast das gleiche. Mein theoretisch besteht noch die Chance, dass sie während dem FEC ein Update raushauen. Aber wenn sie das machen, ey, also ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, was ich davon halten würde, ehrlich gesagt. Stellt euch vor, sie machen jetzt FEC und nach 3 Monaten oder 2, sie sagen so, 1 oder 2 Monate bräuchte man, um sich einzuspielen, um sich einen Charakter hochzuziehen, mit dem man halt vernünftig spielen kann. Was ja eigentlich auch nur auf die Whales und auf die Casher zutrifft. Ich meine, für die meisten Free-to-Play-Spieler wird das wahrscheinlich nicht reichen, um sich einen vernünftigen Char aufzubauen, mit dem man dann noch krasseren Content als Wilds und so farmen könnte. Außer man suchtet halt richtig krass rein. Und dann würden sie eben nach so einer Zeit von ein paar Monate oder so, also irgendwann im Sommer, würden sie dann sagen, okay, das reicht jetzt als Vorbereitung. Bam, out of nowhere kommt plötzlich ein fettes Update, Caldera, Aminoscripta, High-Level-Content, Ancient-Waffen, Vampire-Waffen, das ganze Zeug, was man jetzt halt sehen will oder wollte, vor dem FEC, also jetzt nicht mehr, aber halt vor 2, 3 Monaten wollte man das sehen. Und machen das dann eben in den FEC rein und sagen quasi, ja, jetzt haben wir hier neuen Stuff, habt noch 2 Monate Zeit, euch den zu erspielen, dann ist FEC Feierabend und dann müsstet ihr es halt mit den Low Drop Rates auf den normalen Servern ergrinden, wenn ihr es hier nicht mehr schafft. Und das wäre halt irgendwie schon ziemlich bescheuert, weil erstens mal würden sich die Leute komplett verarscht vorstellen. Haben die auch letztes Jahr gemacht, auch 2, 3 Wochen, kurz vor das Update. Das stimmt nicht, das war nur eine Woche und das Update letztes Jahr war ja ein vertikales kein vertikales Update, Sir. Es war nur eine Woche, was es noch lächerlicher gemacht hat. Also was komplett anderes als das, was ich gerade beschreibe, Sir. Und es war ein horizontales Update, sogar nur der erste Teil eines horizontalen Updates. Also fast gar nichts war das. Da wurden Pet-NPCs released und Tower F6, F7. Das war's, mehr nicht. Und wenn sie jetzt aber ein richtig krasses Update machen würden, das wäre schon ein bisschen was anderes. Weil dann könntest du mit den Doppel-XP, beziehungsweise mit der FEC-Flask, könntest du auf 100, was weiß ich, 80 leveln oder was dann das nächste Level-Cap wäre. Du könntest den neuen Dungeon schon mal farmen, mit 3-fachen Drop-Raten. Du könntest sonst was machen auf dem Server. Und das alles halt mit den erhöhten Rates. Und alle Leute, die dann nicht eben auf FEC spielen, ja,
Pech gehabt. Das würde dann für die Zukunft bedeuten, dass du eigentlich gezwungen bist, FEC zu spielen, weil du nicht weißt, ob das Update einfach während dem FEC kommt und du damit quasi einen erheblichen Nachteil hättest, wenn du nicht gespielt hast oder wenn du nicht spielen würdest. Du hast so schon, also man kann so schon darüber streiten, ob man nicht einen erheblichen Nachteil hat, wenn man nicht FEC spielt. Aber gut, dafür hat man auf FEC dann auch wieder die Nachteile, in Anführungszeichen, dass dann alles gebunden ist. Du kannst das Equipment, was du dir spielst, nicht mehr verkaufen. Aber wenn es jetzt halt wirklich brandneues Equipment ist, was auf Buodeng dann wieder tausende Euro in F-Coin kosten würde und erstmal unerreichbar ist, wie man die ersten, du sagst, Christopher, auf Buodeng, die gingen ja auch für die absurdesten Beträge über den Tisch. Das heißt, wenn du die nicht selber gedroppt hast, und selbst wenn du sie selber gedroppt hast, hat dir auch nur ein Achtel meistens gehört oder ein Viertel vielleicht. Das heißt, du musst dann trotzdem die anderen Leute auscashen, was auch ein Vermögen gekostet hat. Also, wie man es dreht und wendet, es war utopisch. Und wenn jetzt zum Beispiel Ancient-Waffen kommen würden, wäre das vermutlich genauso utopisch, wenn nicht sogar noch utopischer, sie auf Buodeng zu kriegen, versus halt, wie gesagt, mit dreifacher Drop-Rate auf FEC. Was dann schon wesentlich leichter sein sollte. Selbst wenn du nur eine Woche Zeit hättest, theoretisch, hättest du da eine deutlich bessere Chance, noch was zu reißen. Vor allem, wenn das wirklich passieren würde, die Leute würden ja 24/7 spielen. Die Leute würden ja dann in der letzten Woche, wenn so ein Update kommen würde, also ein so krasses vertikales Update, würden die Leute ja komplett ausrasten. Die würden ja in der letzten Woche nochmal so viel cashen wie in der ersten Woche quasi oder wie am ersten Tag und dann nochmal alles geben sozusagen. Das wäre crazy. Also das wäre schon ein bisschen anders als letztes Jahr, weil das Update letztes Jahr hat eigentlich keinen Menschen interessiert. Weil es eben so kurz vor Ende war und halt auch ziemlich inhaltslos. Deswegen es auch so extrem sinnlos war, dass es überhaupt noch aufgespielt wurde. Aber ja. Deswegen ist das ein Gala-Move. Ich sage ja, es wäre lächerlich, wenn sie es machen würden. Und ja, ich habe Angst davor, dass sie es machen. Ich hoffe nicht, dass sie es machen. Wir werden sehen. Wäre halt schon... Also, da wären wir wieder beim Thema den Leuten ins Gesicht spucken. Den Leuten, die auf Buodeng etc. spielen, Totemia, den normalen Servern. Letztes Jahr haben sie es Original Servers genannt. Das sind quasi die Original Servers, neben dem FEC. Da würdest du jedem Einzelnen, der auf diesen Servern weiterhin gespielt hat, würdest du halt auch wieder heftig ins Gesicht spucken. So, deine Meinung interessiert uns nicht. Pech gehabt. Hättest halt auf FEC gespielt. Also wenn dann die Spieler sagen würden, ja, woher zum Teufel hätte man das wissen sollen, habt ihr ja nicht gesagt, dass da ein Update kommt. Würden sie wahrscheinlich sagen, ja, Pech gehabt, ist halt so. Also, ja. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.